Ich habe es euch ja in meinem Zubehörvideo schon versprochen, dass wenn es das neue Zubehör für den DJI Pocket 3 gibt, beziehungsweise das, was ich mir bestellt habe, dann mache ich nochmal ein extra kleines Video dafür, weil es ist wirklich etwas, was jeder gebrauchen kann, womit jeder besser mit dem Pocket 3 arbeiten kann. Und was hier alles für Funktionen möglich sind, das erkläre ich euch jetzt in dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Aktuell vor 2 bis 3 Tagen directly aus China gekommen. Hier diese Handyhalterung für den Pocket 3. Und ich muss erstmal sagen, das ist natürlich dann ein Zusatzprodukt, womit du deinen Pocket 3 besser betreiben kannst. Die Filmemacher unter uns, die werden wissen, dass es natürlich relativ kompliziert ist, von der Ferne aus Moderation mit dem Pocket 3 machen zu können und dann auf dem kleinen Display, ich sag mal von 3 Metern oder von 5 Metern, die man dann vor der Kamera steht, alles zu überwachen. Genauso ist es mir in Spanien gegangen, als ich für euch das Hover X1 Video produziert habe. Da habe ich nämlich auch bloß den Pocket direkt dran gehabt, hier mit dem kleinen Display und konnte natürlich in der Ferne nichts weiter überwachen, was natürlich dann ein bisschen doof war. Aber ich habe mir dann über die Mimo-App natürlich mein Handy gegriffen und es direkt vor mich hingelegt auf die Erde, sodass ich wenigstens ein bisschen noch das Kamerabild überwachen konnte. Das ist jetzt anders gelöst, denn mit diesem Gerät kannst du dein Kamerabild über das Handy und den DJI Pocket 3 wirklich richtig super überwachen. Diese Handyhalterung bekommst du übrigens bei Amazon direkt zu kaufen. Ich habe sie dir mal hier in meiner Videobeschreibung verlinkt und es gibt sie von verschiedenen Firmen. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass die immer gleich ist und dass die natürlich auch die gleichen Funktionen hat. Also vom Prinzip her ist die so zwischen 27 und 30 Euro erhältlich. Ich finde aber, das ist auch schon das Maximum am Preis, was man da nehmen kann, denn es ist wirklich alles aus Plastik. Wenn du hier alles anschaust, dann ist das zwar stabil verbaut, aber du hast wirklich nur Plastik und musst natürlich bei einigen Dingen dann auch aufpassen, gerade hier an dieser Klappe, wo du dann den Pocket 3 mit dem Gehäuse verbindest. Da musst du natürlich dann auch aufpassen, dass diese Klappe sich nicht verkantet oder verklemmt und die kann natürlich auch sehr, sehr einfach einbrechen. Aber wir machen das mal und schließen den Pocket 3 jetzt mal direkt hier an die Halterung an, um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, was da alles so möglich ist. Als erstes hängt er natürlich stabil drin. Man kann natürlich auch noch den längeren Akku hier mit dran haben, aber ich habe es jetzt erstmal so verwirklicht, dass man das vernünftig sieht. Der Pocket 3 liegt sicher in der Halterung, kann wirklich auch nicht rausfallen oder hier irgendwo anecken. Das ist schon ganz gut gelöst. Wenn man jetzt das Handy einlegt, dann ist das natürlich so, dass hier auch große Handys reinpassen. Und du musst natürlich aufpassen, dass du hier dein Handy nicht auf die Tasten direkt legst. Gerade beim iPhone 15 Pro Max ist es ja so, dass hier das Handy dann gleich in den Notzustand gehen möchte. Aber man sieht schon, es geht ein Querformat und man sieht natürlich auch, es geht auch ein Hochformat. Das heißt, wenn du mit dem Pocket 3 im Hochformat drehst, kannst du dein Handy angleichen mit der DJI Mimo App. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Oder auch im Querformat hier lassen. Hier hinten ist eine Schraube verbaut, wo du dann dein Handy nochmal richtig festschrauben kannst, beziehungsweise die Halterung etwas fester schrauben kannst, damit das Querformat auch hält oder das Hochformat. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut gelöst. Und das Telefon, das liegt auch sauber drin. Und wer jetzt zu den iPhones oder zu seinen großen Telefonen nochmal eine Schutzhülle haben sollte, da würde ich empfehlen, das Handy aus der Schutzhülle rauszunehmen, weil sonst greift hier dieser Kontakt nicht so vernünftig. Und das ist wirklich schon relativ stabil, wie man das hier sozusagen bezeichnen kann, an dem Plastik. Und jetzt schauen wir uns mal die gemeinsame Möglichkeit an, wie man dann über die Mimo-App und den Pocket über diese Halterung richtig schön vernünftig drehen kann. Du musst dann die DJI Mimo App mit deinem Telefon verbinden, das ist klar, und kannst natürlich dann hier auch im Hochkant-Modus weiter filmen und siehst natürlich dann auf dem Handy auch die Vorschau im Hochkant-Modus, aber natürlich noch deutlich größer, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und du kannst alles jetzt direkt mit einer Hand halten und natürlich dann auch die DJI Mimo App bedienen und damit zum Beispiel auch den Gimbal steuern. Das gucken wir uns gleich mal an. Also wie gesagt, das ist alles möglich, dass der Gimbal hoch und runter geht. Du kennst das, über deine App kannst du natürlich auch den DJI
Pocket 3 steuern. Dann geht es ins Querformat und da gleicht man den Monitor hier an und natürlich auch sein Handy hier und schon ist man im Querformat drin und sieht natürlich auch alle möglichen Funktionen und hat dann auch die Möglichkeit, wirklich von etwas weiter das Ganze aufs Stativ zu stecken und dann wirklich auch das Bild zu überwachen, weil wie gesagt, 3 Meter oder 5 Meter Entfernung, da hast du natürlich keine Möglichkeit, dein Bild sauber zu überwachen, aber mit dieser Konstellation, da geht das dann schon. Wenn du dann die Halterung aufs Stativ aufschrauben möchtest, dann siehst du, hier gibt es eine Stativschraube, die hat sogar ein Metallgewinde, ist in das Plastik mit eingelassen und hiermit kannst du natürlich ideal dein Stativ verbinden und wir machen das mal zusammen, damit ihr dann auch seht, wie das Ganze auf dem Stativ steht. Ich habe jetzt kein Riesenstativ hier zur Hand, das würde dann auch in dem kleinen Studio sozusagen ja auch nicht passen, so dass ihr das sehen könnt. Ich habe hier mal mein Amazon Reisestativ, was relativ klein und übersichtlich ist, aber zum Anschauen reicht es definitiv, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das Ganze hier auf dem Stativ steht und hier auch angewendet wird und das ist natürlich eine coole Sache, wenn das wirklich dann auf dem Stativ direkt hält, vernünftig und ordentlich. Hier muss man dann die Schraube wieder korrigieren, damit dann alles gerade ist und hier siehst du, da ist alles möglich. Ja, da hast du dann, wie gesagt, die Übersicht, das große Bild und natürlich auch die Kontrolle. Kannst du dir auch auf einen Vlogging-Stab direkt stecken, beziehungsweise auf andere Geschichten, um das Bild zu überwachen. Aber ich bin der Meinung, das ist wirklich ein Gadget, was jeder so ein bisschen braucht, weil das Bild ist zwar jetzt größer beim Pocket 3, aber es ist wirklich zum Überwachen des Bildes nicht allzu groß. Und wenn man das Handy dazu nimmt, über diese Halterung, dann ist das schon eine ideale Geschichte, denke ich. Wenn ich die Qualität und die Verarbeitung dieser Halterung beurteilen müsste, dann würde ich hier die Note 3 von 5 geben, wobei 5 das schlechteste ist. Denn es ist natürlich alles Plastik. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Hersteller wie SmallRig oder jemand, der sozusagen auch mit Metall arbeitet, diese Halterung dann baut. Aber das kommt natürlich alles aus China, muss schnell produziert werden und wird hier, wie gesagt, bei Amazon zum Preis von ca. 30 € verkauft. Das kannst du noch machen, das liegt im Bereich des Möglichen und selbst wenn es mal kaputt geht, holst du dir halt Neues. Das ist jetzt nicht schlimm oder jetzt irgendwie wackelig oder irgendwas anderes, aber wie gesagt, aus Metall ist es natürlich dann noch schöner, gerade bei der Handyhalterung, da hält alles noch ein bisschen besser. Könnte man noch schöner machen, was aber wirklich positiv zu erwähnen ist, und das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, da habe ich sozusagen erstmal hier in die Anleitung schauen müssen, als ich mich auf das Video vorbereitet habe. Das gibt natürlich noch ein Fach, was hier sozusagen im hinteren Bereich versteckt ist, in dieser Halterung, und in diesem Fach, da kannst du noch Dinge verstauen, wie zum Beispiel ND-Filter oder Micro-SD-Karten, das haben die meiner Meinung nach richtig gut gelöst, dass man hier sozusagen wirklich ein Fach hat. Das ist nicht magnetisch, du kannst wie gesagt deine ND-Filter und deine Micro-SD-Karten nur in die Fächer pinnen, aber es ist wirklich eine gute Idee, weil du hast natürlich weniger Gepäck und sparst natürlich deinen Platz. Einfach hier alles in die Klappe reingepackt, Klappe wieder zugemacht, dein Pocket 3 angeschraubt, dein Handy angebracht, ans Stativ angebaut und dann ist es das. Es gibt natürlich auch noch an dieser Halterung die Möglichkeit, hier über einen externen Fotoschuh Licht oder noch ein zusätzliches Mikrofon mit anzubringen und ich sag mal, für das Preis-Leistungs-Verhältnis kann man das machen. Das ist jetzt nicht allzu schlimm und 27 bis 30 € momentaner Preis, der kann sich natürlich immer wieder ändern, finde ich jetzt nicht gerechtfertigt, aber auch nicht unfair. Und wenn ihr das Produkt erwerben möchtet, dann habe ich hier direkt in meiner Videobeschreibung natürlich noch einen Link dazu reingesetzt und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren über das neue Zubehör, was ich mir sozusagen angeschafft habe. Sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.